Bevor wir beginnen, schreibt in die Kommentare, von wo ihr heute Nacht zuhört und wie spät es bei euch ist. Es ist immer faszinierend zu sehen, wie Menschen aus aller Welt zur gleichen Zeit in diese antiken Mysterien eintauchen. Wenn euch diese Reisen in die Vergangenheit gefallen, abonniert den Kanal, aber nur, wenn ihr wirklich Wert darin findet. In den Ruinen eines minoischen Palastes auf Kreta, unter Schichten von Asche und vergessener Zeit, lag über 3000 Jahre lang eine kleine Scheibe aus gebranntem Ton. Sie ist nicht größer als eine menschliche Hand, doch auf ihrer Oberfläche drängt sich eine Spirale aus 248 winzigen, gestempelten Zeichen. Eine Botschaft, eingefroren in der Zeit, deren Sprache und Zweck uns bis heute vollkommen fremd sind. Es ist ein stilles Flüstern aus einer versunkenen Welt. Ein Code, der allen Versuchen trotzt, ihn zu brechen. Guten Abend. Ich lade Sie ein, mit mir auf eine Reise zu gehen. Eine Reise nicht nur über Meere und durch die Zeit, sondern auch in die tiefsten Kammern des menschlichen Geistes. Dorthin, wo Sprache und Schrift geboren werden und wo ihre Geheimnisse bis heute auf ihre Entschlüsselung warten. Unsere Geschichte beginnt an einem warmen Julitag des Jahres 1908 auf der Insel Kreta, einem Ort, der seit jeher von Mythen und Legenden umwoben ist. Hier, auf einem Hügel, mit Blick auf die fruchtbare Messara-Ebene, arbeitete ein Team italienischer Archäologen unter der Leitung von Luigi Pernier. Sie legten die Überreste eines gewaltigen minoischen Palastes frei, Phaistos. Die Luft war erfüllt vom trockenen Geruch der Erde, dem Zirpen der Zikaden und der stillen Erwartung, die jede Ausgrabung begleitet. Die Archäologen wussten, dass sie auf den Spuren einer der frühesten Hochkulturen Europas wandelten. Der Minoer, ein Volk, dessen Geschichten uns nur durch die stummen Zeugnisse ihrer Kunst und Architektur überliefert sind. Am 3. Juli stießen die Arbeiter in einem nordöstlichen Gebäudekomplex des Palastes auf eine besondere Kammer. Es war eine Art unterirdisches Depot, ein versiegeltes Magazin, das seit Jahrtausenden unberührt geblieben war. Der Raum war gefüllt mit Asche, verbrannten Knochen und zerbrochener Keramik, die Spuren einer gewaltigen Katastrophe, die den Palast einst heimgesucht hatte. Doch zwischen den Trümmern lag etwas, das sofort die Aufmerksamkeit Perniers auf sich zog. Es war keine Scherbe, kein gewöhnliches Werkzeug. Es war eine flache, kreisrunde Scheibe aus gebranntem Ton, kaum größer als eine menschliche Hand. Als der Staub von Jahrhunderten vorsichtig entfernt wurde, offenbarte sich ein Anblick, der die Archäologen in Staunen versetzte. Beide Seiten der Scheibe waren mit einer Spirale aus unbekannten Zeichen bedeckt, die nicht geritzt, sondern sorgfältig in den weichen Ton gestempelt worden waren. In diesem Moment, in der Stille einer längst vergessenen Palastkammer, hielt die Welt für einen Augenblick den Atem an. Ein neues Rätsel war aus der Erde aufgetaucht, ein stummer Bote aus einer versunkenen Welt. Was war diese Scheibe? Eine Botschaft? Ein Kalender? Ein heiliger Text? Die Fragen schwebten schwer in der trockenen kretischen Luft. Und sie tun es bis heute. Bevor wir uns den unzähligen Theorien über seine Bedeutung zuwenden, wollen wir das Artefakt selbst in den Fokus rücken. Betrachten wir es mit der nüchternen Präzision des Wissenschaftlers, denn in seiner materiellen Beschaffenheit liegen die ersten, unbestreitbaren Hinweise. Der Diskus von Phaistos ist eine Scheibe aus bemerkenswert fein geklärtem, hart gebranntem Ton von rötlich-brauner Farbe. Sein Durchmesser variiert leicht, liegt aber im Durchschnitt bei etwa 16 Zentimetern. Er ist also kompakt, handlich
fast intim in seiner Größe? Seine Dicke beträgt etwas mehr als 1 Zentimeter. Wenn man ihn in der Hand halten würde, spürte man ein gewisses Gewicht, eine Substanz, die von seiner Bedeutung zeugt. Das wirklich Außergewöhnliche aber ist seine Oberfläche. Auf beiden Seiten, die wir konventionell als Seite A und Seite B bezeichnen, windet sich eine Spirale aus Symbolen. Diese Symbole wurden nicht von Hand in den Ton geritzt, wie es bei den meisten zeitgenössischen Schriften wie der Keilschrift oder den kretischen Linearschriften der Fall war. Stattdessen wurden sie mit einzelnen Stempeln in den noch weichen Ton gedrückt. Man kann bei genauer Betrachtung die feinen Ränder der Abdrücke erkennen. Dies ist eine monumentale technologische Erkenntnis. Wir haben es hier mit einer Form von beweglichen Lettern zu tun, mit dem Prinzip des Drucks, mehr als 2,5 Jahrtausende vor Johannes Gutenberg. Allein diese Tatsache macht den Diskus zu einem Unikat in der Archäologie der Bronzezeit. Zählen wir die Zeichen? Es gibt insgesamt 242 Abdrücke auf der Scheibe, 123 auf Seite A und 119 auf Seite B. Diese setzen sich aus 45 einzigartigen, unterscheidbaren Symbolen zusammen. Wir sehen stilisierte Darstellungen von Menschen, Tieren, Pflanzen und Werkzeugen. Ein laufender Mann, ein befederter Kopf, ein Schiff, eine Biene, ein Winkelmaß. Die Zeichen sind durch senkrechte Linien in Gruppen von 2 bis 7 Symbolen unterteilt. Diese Gruppen interpretieren wir gemeinhin als Wörter oder Phrasen. Die Spirale selbst wirft die Frage nach der Leserichtung auf. Die meisten Forscher gehen heute davon aus, dass der Text von außen nach innen verfasst wurde, da einige Zeichen die Trennlinien oder sogar benachbarte Zeichen leicht überlappen. Ein Fehler, der wahrscheinlicher ist, wenn man sich auf ein bereits gefülltes Zentrum zubewegt. So liegt er vor uns. Ein meisterhaft gefertigtes Objekt, das von einer technologischen Raffinesse zeugt, die ihrer Zeit weit voraus war, und das eine Botschaft trägt, die in einer präzisen, aber für uns völlig fremden Sprache verfasst ist. Ein Artefakt, wie der Diskus von Phaistos, existiert nicht im luftleeren Raum. Es ist das Produkt einer Kultur, eines Volkes, mit einer eigenen Weltsicht, eigenen Ritualen und einer eigenen Geschichte. Um das Rätsel auch nur ansatzweise zu verstehen, müssen wir unseren Blick von der Scheibe lösen und ihn auf die Zivilisation richten, die sie hervorbrachte. Die Minoer. Die minoische Kultur, benannt nach dem mythischen König Minos, blühte auf Kreta während der Bronzezeit, etwa von 2700 bis 1450 vor Christus. Sie war die erste Hochkultur auf europäischem Boden, ein Zentrum von Handel, Kunst und Innovation. Anders als die kriegerischen Mykener auf dem griechischen Festland oder die monumentalen Reiche in Ägypten und Mesopotamien, scheinen die Minoer eine weitgehend friedliche Gesellschaft gewesen zu sein. Ihre großen Palastanlagen in Knossos, Phaistos, Malia und Zakros waren keine trutzigen Festungen, sondern offene, weitläufige Komplexe, die als administrative, religiöse und wirtschaftliche Zentren dienten. Ihre Wände waren nicht mit Darstellungen von Schlachten und Eroberungen geschmückt, sondern mit lebendigen, farbenfrohen Fresken, die eine tiefe Verbundenheit mit der Natur zeigen. Delfine, die durch stilisierte Wellen springen, Lilien und Krokusse in voller Blüte und die berühmten Darstellungen von jungen Männern und Frauen, die in einem rituellen Akt über die Hörner eines Stieres springen. Die Minoer waren meisterhafte Seefahrer, die ein weitreichendes Handelsnetz im gesamten östlichen Mittelmeerraum unterhielten. Sie exportierten Keramik, Olivenöl und vielleicht Safran und importierten im Gegenzug Metalle und Luxusgüter.
und sie waren ein Volk der Schrift. Schon vor dem Diskurs entwickelten sie eigene Schriftsysteme. Zuerst die kretischen Hieroglyphen, eine Bilderschrift, die an die ägyptischen erinnert, aber eigenständig ist. Später entwickelten sie daraus eine kursivere Silbenschrift, die wir als Linear A bezeichnen. Das tragische Paradox ist, dass wir auch diese beiden Schriften bis heute nicht entziffern können. Wir haben Hunderte von Tontafeln mit Linear A, meist Inventarlisten und Verwaltungsdokumente, aber die zugrunde liegende Sprache bleibt unbekannt. Der Diskurs von Phaistos ist also kein isoliertes Phänomen, sondern das vielleicht komplexeste und rätselhafteste Beispiel einer literarischen Tradition, deren Schlüssel uns vollständig verloren gegangen ist. Er ist ein Flüstern aus einer Kultur, die mehr Wert auf die Schönheit einer Blüte als auf die Schärfe eines Schwertes legte. Einer Kultur, deren plötzlicher Untergang um 1450 vor Christus uns eines ihrer größten Geheimnisse hinterließ. Der Ort eines Fundes ist niemals nur eine Koordinate auf einer Karte. Er ist ein integraler Bestandteil der Geschichte des Objekts, ein stummer Zeuge seiner letzten Momente in der antiken Welt. Phaistos, der Fundort des Diskurs, ist da keine Ausnahme. Der Palast von Phaistos liegt strategisch günstig auf einem Hügel am westlichen Ende der Messara-Ebene, der größten und fruchtbarsten Ebene Kretas. Von hier aus kontrollierten seine Herren den Zugang zu den südlichen Häfen und die reichen landwirtschaftlichen Erträge der Umgebung. Archäologische Funde belegen, dass dieser Ort schon seit der Jungsteinzeit besiedelt war. Der erste große Palast wurde um 900 vor Christus errichtet, etwa zur gleichen Zeit wie der erste Palast von Knossos. Dieser ältere Palast wurde, wie auch andere auf der Insel, um 1700 vor Christus durch ein Erdbeben zerstört. Doch die Minoer bauten ihn wieder auf, noch größer und prächtiger als zuvor. Es sind die Ruinen dieses zweiten Palastes, die wir heute sehen und in denen der Diskurs gefunden wurde. Phaistos unterscheidet sich architektonisch von Knossos. Während Knossos oft als labyrinthartig beschrieben wird, wirkt Phaistos offener, klarer strukturiert und vielleicht sogar monumentaler. Sein riesiger, gepflasterter Westvorhof, die beeindruckende 8 Meter breite Freitreppe, die zum Hauptgeschoss führt, und der perfekt proportionierte Zentralhof zeugen von einem hochentwickelten Sinn für Architektur und zeremonielle Raumgestaltung. Hier fanden wahrscheinlich öffentliche Versammlungen, religiöse Feste und Rituale statt. Der Diskurs wurde nicht in den prunkvollen Repräsentationsräumen gefunden, sondern in einem unterirdischen Depot im nordöstlichen Teil des Palastes. Dieser Raum wurde von den Ausgräbern als Tempelarchiv interpretiert. Entscheidend ist der Kontext des Fundes. Er lag zusammen mit einer Tontafel, die in der ebenfalls unentzifferten Schrift Linear A beschrieben war, sowie Keramik aus der mittelminoischen Periode. All dies befand sich in einer versiegelten Zerstörungsschicht, die auf das Ende des zweiten Palastes um etwa 1450 vor Christus datiert wird. Dies gibt uns einen sogenannten Terminus antequem. Der Diskurs muss vor diesem Datum hergestellt und deponiert worden sein. Der Fundort erzählt uns also eine Geschichte. Die Geschichte eines wichtigen Machtzentrums, das in einer gewaltigen Katastrophe unterging. Und in den letzten Momenten dieses Zentrums wurde der Diskurs zusammen mit anderen wertvollen oder wichtigen Dokumenten in einem sicheren Raum verwahrt, wo er fast 3,5 Jahrtausende darauf wartete, seine stumme Geschichte zu erzählen. Wenn wir den Diskurs von Phaistos betrachten, sehen wir nicht nur eine rätselhafte Botschaft,
sondern auch ein Zeugnis einer technologischen Meisterleistung, die ihrer Zeit um Jahrtausende voraus zu sein scheint. Die wahre Revolution des Diskurs liegt nicht unbedingt in dem, was er sagt, sondern darin, wie er es sagt. Die Zeichen wurden nicht von Hand in den feuchten Ton geritzt, wie es bei den zeitgenössischen Schriften Linear A der Fall war. Stattdessen wurde jedes einzelne der 45 verschiedenen Symbole mit einem separaten Stempel in die Oberfläche gedrückt. Stellen Sie sich das für einen Moment vor. Ein minoischer Handwerker vor fast 4000 Jahren fertigte einen Satz von 45 präzise geschnitzten Siegeln oder Stempeln an, möglicherweise aus Holz, Elfenbein oder Metall. Jeder Stempel war ein kleines Kunstwerk für sich, das ein Symbol in wiederholbarer Perfektion darstellte. Diese Methode ist im Wesentlichen das Prinzip des beweglichen Typs, eine Erfindung, die wir gemeinhin mit Johannes Gutenberg und dem 15. Jahrhundert nach Christus in Verbindung bringen. Doch hier, in der Bronzezeit Kretas, finden wir einen Vorläufer, eine isolierte Anwendung dieser bahnbrechenden Idee. Die Gleichmäßigkeit der Symbole auf dem Diskus ist der schlagende Beweis. Jeder Federkopf, jeder Schild, jeder Fisch ist ein exaktes Duplikat seiner Artgenossen auf der Scheibe. Die Tiefe des Abdrucks ist konsistent, die Linienführung identisch. Eine solche Präzision wäre durch freihändiges Einritzen unmöglich zu erreichen. Diese Technik deutet auf eine Absicht hin, die über die Erstellung eines einzelnen Dokuments hinausging. Warum sollte jemand einen so aufwendigen Satz von Stempeln herstellen, nur um ein einziges Objekt zu beschriften? Die logische Schlussfolgerung ist, dass die Herstellung weiterer Dokumente geplant war oder bereits stattgefunden hatte. Doch wenn es andere gab, wo sind sie? Der Diskus von Phaistos bleibt bis heute das einzige bekannte Beispiel für diese gestempelte Schrift aus der minoischen Welt. War es ein gescheitertes Experiment? Der Prototyp einer neuen administrativen oder religiösen Praxis? Oder der letzte Überrest einer einst weiter verbreiteten, aber auf vergänglichem Material wie Holz oder Papyrus praktizierten Schreibtradition? Die gestempelte Schrift macht den Diskus zu einem technologischen Unikat, einem einsamen Leuchtfeuer einer Idee, deren Zeit noch nicht gekommen war. Lassen Sie uns nun unsere Aufmerksamkeit von der Methode der Herstellung auf den Inhalt selbst richten, auf die Bausteine dieser stummen Sprache. Der Diskus präsentiert uns ein Inventar von 45 einzigartigen Symbolen. Eine so geringe Anzahl an Zeichen schließt eine rein logographische Schrift, bei der jedes Zeichen für ein ganzes Wort steht, wie im Chinesischen, praktisch aus. Gleichzeitig sind 45 Zeichen zu viele für ein reines Alphabet, wie wir es kennen. Die wahrscheinlichste Annahme ist daher, dass wir es mit einer Silbenschrift zu tun haben, bei der jedes Zeichen eine Silbe repräsentiert, ähnlich wie bei den verwandten Schriften Linear A und B. Die Symbole selbst sind piktografisch, das heißt, sie sind stilisierte Bilder von realen Objekten, Menschen und Tieren. Sie gewähren uns einen faszinierenden, wenn auch verschlüsselten Einblick in die Welt der minoischen Bronzezeit. Wir sehen menschliche Figuren in verschiedenen Posen, einen laufenden Mann, eine Frau mit entblößten Brüsten, ein Kind und vor allem das berühmteste Symbol, den Kopf eines Kriegers mit einem Federbuschhelm. Dieser Federkopf ist so markant, dass er oft als Emblem für den Diskus selbst dient. Die Tierwelt ist durch einen fliegenden Vogel, einen Fisch und möglicherweise eine Katze oder ein Rind vertreten. Pflanzen sind durch eine Rosette, eine Lilie und einen Zweig präsent.
Eine ganze Reihe von Symbolen stellt Werkzeuge und Objekte dar. Ein Schiff mit hohem Bug, ein Bogen, ein Rundschild, eine Axt, ein Winkelmaß und ein seltsames, handschuhartiges Objekt. Jedes dieser Piktogramme ist mit bemerkenswerter Detailtreue und künstlerischem Gespür gestaltet. Sie sind nicht nur abstrakte Zeichen, sondern Miniaturen, die Geschichten erzählen könnten. Der Schild sieht aus wie die achtförmigen Schilde, die wir von minoischen und mykenischen Fresken kennen. Das Schiff erinnert an die Darstellungen auf minoischen Siegeln. Diese visuellen Echos verbinden den Diskos fest mit seiner bronzezeitlichen ägäischen Heimat. Doch trotz ihrer scheinbaren Vertrautheit bleibt ihre phonetische oder semantische Bedeutung ein absolutes Rätsel. Wir sehen die Bilder, aber wir hören die Laute nicht. Wir erkennen die Objekte, aber wir verstehen die Worte nicht. Die Anordnung der Zeichen auf dem Diskos ist ebenso einzigartig wie die Zeichen selbst. Sie folgen keinem linearen Pfad, von links nach rechts oder von oben nach unten. Stattdessen winden sie sich in einer eleganten Spirale über beide Seiten der Tonscheibe. Diese Spirale ist nicht nur ein ästhetisches Merkmal. Sie ist die grundlegende Struktur des Textes und birgt wichtige Hinweise auf seine Entstehung. Eine der ersten und grundlegendsten Fragen, die sich die Forscher stellten, war die Leserichtung. Beginnt der Text am äußeren Rand und windet sich nach innen, oder startet er im Zentrum und entfaltet sich nach außen? Auf den ersten Blick mag beides möglich erscheinen. Doch eine genauere Untersuchung der physischen Eigenschaften des Diskos liefert eine überzeugende Antwort. Archäologen und Linguisten haben die Überlappungen der gestempelten Zeichen akribisch analysiert. Wenn ein Stempel in den weichen Ton gedrückt wird, verdrängt er Material. Wenn ein zweiter Stempel daneben platziert wird, wird der Rand des ersten Abdrucks leicht gequetscht oder überlagert. Durch die Untersuchung dieser winzigen Überlappungen konnte man feststellen, welches Zeichen zuerst und welches danach gesetzt wurde. Die Ergebnisse sind eindeutig. Der Text wurde von rechts nach links geschrieben und die Spirale verläuft vom Zentrum nach außen. Der Schreiber begann in der Mitte der Scheibe und arbeitete sich spiralförmig zum Rand vor. Dies erklärt auch einige Unregelmäßigkeiten. An manchen Stellen sind die Zeichen enger zusammengedrängt, besonders gegen Ende der Spirale am äußeren Rand. Es scheint, als hätte der Schreiber den verbleibenden Platz falsch eingeschätzt und musste die letzten Wörter hineinquetschen, um den Satz zu beenden. Es gibt sogar Korrekturen. An einer Stelle wurde ein Zeichen aus dem Ton getilgt und durch ein anderes ersetzt. All dies sind die Handlungen eines Menschen, der einen Text in Echtzeit verfasst und dabei mit den physikalischen Grenzen seines Mediums ringt. Die äußere Spirale ist somit das Ende der Geschichte, nicht der Anfang. Diese Erkenntnis ist fundamental für jeden Entzifferungsversuch. Sie etabliert die Reihenfolge der Zeichen und Wortgruppen und gibt uns eine klare syntaktische Struktur vor. Doch obwohl wir die Richtung kennen, in die wir blicken müssen, bleibt der Weg selbst im Dunkeln. Die Spirale führt uns zwar, aber sie führt uns durch ein Labyrinth des Schweigens. Ein isoliertes Artefakt ist ein Rätsel. Ein Artefakt im Kontext ist der Beginn einer Geschichte. Um den Diskos von Phaistos zu verstehen, müssen wir ihn neben seine Zeitgenossen und Nachfolger stellen. Die minoische Linear-A-Schrift und die mykenische Linear-B-Schrift. Linear A war die Verwaltungsschrift der minoischen Paläste zur Zeit der Entstehung des Diskos. Sie wurde für Listen von Waren, Tributen und Personal verwendet und ist, wie der Diskos,
bis heute nicht entziffert. Linear B hingegen, das etwa ab 1450 v. Chr. Auf Kreta und dem griechischen Festland verwendet wurde, konnte in den 1950er Jahren von Mikkel Ventris und John Chadwick erfolgreich entschlüsselt werden. Es stellte sich heraus, dass es sich um eine frühe Form der griechischen Sprache handelte. Beide, Linear A und B, sind Silbenschriften mit etwa 80 bis 90 Kernzeichen. Der Diskurs mit seinen 45 Zeichen passt nicht recht in dieses Bild. Die geringere Anzahl von Symbolen könnte auf eine effizientere Silbenschrift hindeuten, die weniger Zeichen für die Darstellung aller Silben der Sprache benötigt. Oder aber es handelt sich um ein System, das nur Konsonant-Vokal-Paare darstellt und komplexere Silben ignoriert. Rein visuell gibt es kaum eine Verbindung. Die abstrakten linearen Zeichen von Linear A und B haben keine Ähnlichkeit mit den detailreichen Piktogrammen des Diskurs. Von den 45 Diskurs-Symbolen findet sich vielleicht eine Handvoll, die vage an Zeichen aus Linear A erinnern, aber diese Ähnlichkeiten sind zu gering, um eine direkte Verwandtschaft zu beweisen. Es ist, als würde man versuchen, deutsche Frakturschrift mit chinesischen Schriftzeichen zu vergleichen. Beide sind Schrift, aber sie gehören offensichtlich zu unterschiedlichen Systemen. Diese Fremdartigkeit ist zutiefst verwirrend. Wenn der Diskurs in der gleichen Kultur wie Linear A entstanden ist, warum wurde eine völlig andere Schrift verwendet? War sie für einen anderen Zweck bestimmt? Vielleicht für religiöse Texte, im Gegensatz zu den profanen Listen von Linear A? Oder repräsentiert sie eine andere Sprache, die auf der multikulturellen Insel Kreta gesprochen wurde? Vielleicht die Sprache von Einwanderern oder einer Priesterkaste? Die Existenz von Linear A und B gibt uns einen Rahmen, aber der Diskurs scheint außerhalb dieses Rahmens zu stehen. Er ist ein Verwandter, durch Zeit und Ort verbunden, aber gleichzeitig ein Fremder, der eine Sprache spricht, die sich von allem unterscheidet, was wir aus dieser Welt kennen. Gleich nach seiner Entdeckung im Jahre 1908 wurde der Diskurs von Phaistos zum Objekt fieberhafter Spekulationen. Die archäologische Welt, noch berauscht von den Erfolgen bei der Entzifferung ägyptischer Hieroglyphen und mesopotamischer Keilschrift, blickte voller Zuversicht auf dieses neue Rätsel. Man war überzeugt, dass auch dieses Geheimnis mit den bewährten Methoden bald gelüftet werden würde. Der Entdecker des Palastes von Knossos, Sir Arthur Evans, war eine der ersten Koryphäen, die sich mit dem Diskurs befasste. Doch sein Hauptaugenmerk galt den von ihm entdeckten linearen Schriften, Linear A und Linear B. Er klassifizierte die Zeichen des Diskurs zwar sorgfältig, unternahm aber keinen ernsthaften Entzifferungsversuch, vielleicht ahnend, dass es sich hier um einen singulären Fund handelte, dem der entscheidende Kontext fehlte. Andere waren kühner. In den frühen Jahrzehnten des 20. Jahrhunderts traten zahlreiche Forscher, sowohl Akademiker als auch ambitionierte Laien, mit ihren Lösungen an die Öffentlichkeit. Eine der ersten war Florence Stawell, eine klassische Philologin, die 1911 eine Übersetzung vorschlug. Sie ging von der Annahme aus, die Sprache sei eine frühe Form des Griechischen und wies den Zeichen phonetische Werte basierend auf Ähnlichkeiten mit späteren griechischen Buchstaben zu. Ihr Ergebnis war ein Hymnus an die Götter. Doch ihre Methode war zirkulär. Sie setzte voraus, was sie beweisen wollte. Ähnliche Versuche folgten, die den Text als hethitisch, semitisch oder gar baskisch interpretierten. Sie alle teilten ein grundlegendes Problem. Ohne einen Bezugspunkt, ohne einen zweisprachigen Text wie den Stein von Rosette, war jede Zuweisung von Lautwerten
reine Spekulation. Man verglich die Symbole mit Zeichen aus Anatolien, Ägypten oder dem Kaukasus und hoffte, einen Anker zu finden. Doch diese Ähnlichkeiten waren oft oberflächlich und zufällig. Die frühen Pioniere waren von einem unerschütterlichen Optimismus getragen, aber ihre Methoden waren noch nicht den Herausforderungen eines solch isolierten Artefakts gewachsen. Ihre Arbeit war nicht umsonst. Sie schufen erste Zeichenkataloge und legten den Grundstein für eine systematischere Analyse. Doch ihre voreiligen Übersetzungen sind heute vor allem eines: eine Mahnung, wie leicht der Wunsch, ein Rätsel zu lösen, den Blick für die wissenschaftliche Strenge trüben kann. Sie waren die Ersten, die sich in das Labyrinth des Diskurs wagten, und sie zeigten den nachfolgenden Generationen vor allem die Wege, die in die Irre führen. Nachdem die ersten, oft fantasievollen Entzifferungsversuche in Sackgassen geendet hatten, verlagerte sich der Fokus der Forschung auf eine fundamentalere Frage: Welche Sprache verbirgt sich überhaupt hinter den 45 Symbolen? Bevor man lesen kann, was geschrieben steht, muss man die Sprache kennen, oder zumindest ihre Familie. Der größte Durchbruch in der Ägäis-Forschung, die Entzifferung von Linear B durch Michael Ventris und John Chadwick im Jahr 1952, warf ein neues Licht auf die kretische Vergangenheit. Ihre Entdeckung, dass es sich bei Linear B um eine frühe Form des Griechischen handelte, nährte die Hoffnung, dass auch der Diskurs von Phaistos in einem griechischen Dialekt verfasst sein könnte. Forscher untersuchten die Zeichenfolgen auf Muster, die zur Struktur der griechischen Sprache passen könnten. Doch die Beweise blieben dünn. Die statistische Verteilung der Zeichen und die Kürze des Textes ließen keine eindeutigen Schlüsse zu. Eine andere, geografisch plausible Hypothese führte nach Osten, nach Anatolien, der heutigen Türkei. Die Minoer waren exzellente Seefahrer und unterhielten rege Handelskontakte mit den Kulturen Anatoliens, wie den Hethitern und den Luwiern. Einige Forscher erkannten Ähnlichkeiten zwischen bestimmten Diskussymbolen und Zeichen der luwischen Hieroglyphenschrift. Könnte der Diskurs ein diplomatisches Dokument sein, ein Vertrag oder eine Nachricht, verfasst in einer anatolischen Sprache? Diese Theorie ist verlockend, da sie den Diskurs in einen breiteren geopolitischen Kontext stellt. Sie erklärt, warum das Objekt auf Kreta einzigartig ist. Es könnte von einem ausländischen Gesandten stammen oder für den Kontakt mit einem anatolischen Königreich bestimmt gewesen sein. Doch auch hier gilt: Die Ähnlichkeiten sind nicht zwingend genug, um eine definitive Verbindung zu beweisen. Schließlich bleibt die nüchternste und für viele wahrscheinlichste Möglichkeit: Der Diskurs ist in der genuinen, einheimischen Sprache der Minoer geschrieben. Eine Sprache, die mit dem Untergang ihrer Kultur verschwand und von der wir, abgesehen von der unentzifferten Linear-A-Schrift, fast nichts wissen. Sie gehört möglicherweise keiner der bekannten Sprachfamilien an, weder der indogermanischen noch der semitischen. Sollte dies der Fall sein, ist eine Entzifferung ohne den Fund weiterer, längerer Texte oder einer Bilingu so gut wie ausgeschlossen. Die Suche nach der Sprache des Diskurs ist somit eine Reise in die Tiefen der linguistischen Vorgeschichte. Ein Versuch, eine verlorene Stimme zu rekonstruieren, von der wir nicht einmal wissen, wie sie klang. Abseits der rein linguistischen Ansätze widmet sich eine der populärsten und beständigsten Theorien dem Inhalt des Diskurs. Sie besagt, dass wir es nicht mit einer profanen Botschaft, sondern mit einem heiligen Text zu tun haben, möglicherweise einem Gebet, einem Zauberspruch oder, am wahrscheinlichsten, einem Hymnus an eine minoische Gottheit.
Diese Hypothese stützt sich nicht auf eine Entzifferung, sondern auf eine Analyse der Symbole und der Struktur des Objekts selbst. Die minoische Kultur war durchdrungen von Religiosität. Ihre Paläste waren nicht nur Verwaltungszentren, sondern auch zeremonielle Komplexe, in denen Priesterinnen und Priester Rituale vollzogen. Im Zentrum ihres Pantheons stand vermutlich eine mächtige Muttergöttin, flankiert von weiblichen Priesterinnen, wie es unzählige Fresken und Siegelbilder andeuten. Viele Symbole auf dem Diskus scheinen in diesen sakralen Kontext zu passen. Das prominenteste Zeichen, der Kopf mit dem Federbusch, der am Anfang vieler Wortgruppen steht, wird oft als Priester, Herrscher oder sogar als Gottheit selbst interpretiert. Andere Zeichen, wie der Schild, die Taube oder der Schiffsbogen, könnten Attribute oder Symbole bestimmter Götter sein. Die spiralförmige Anordnung des Textes ist ebenfalls ein starkes Indiz. Sie erinnert an rituelle Tänze oder Prozessionen, die sich in einer Spirale bewegten, vielleicht um einen Altar oder in einer heiligen Höhle. Das Lesen des Diskus könnte selbst ein ritueller Akt gewesen sein, ein meditatives Nachverfolgen der heiligen Worte, das den Leser oder Sänger in einen Zustand der Andacht versetzt. Einige Forscher haben versucht, wiederkehrende Zeichenfolgen als Namen oder Epithete einer Göttin zu deuten. Sie sehen in dem Text eine Anrufung, einen Lobgesang auf die große Muttergöttin Kretas, die Herrin der Tiere, der Erde und des Meeres. Die Wiederholungen und die rhythmische Struktur, die sich aus der Gruppierung der Zeichen ergibt, könnten die Strophen eines Liedes oder die Verse eines Gedichts darstellen. Diese Interpretation verleiht dem Diskus eine tiefe, spirituelle Dimension. Er wäre dann nicht nur ein archäologisches Rätsel, sondern ein Fenster in die Seele der minoischen Zivilisation, ein direktes Zeugnis ihres Glaubens, ihrer Hoffnungen und ihrer Ehrfurcht vor dem Göttlichen. Auch wenn wir die Worte nicht verstehen, können wir die feierliche Poesie erahnen, die in diesen Ton gebrannt wurde. So verlockend die Vorstellung eines heiligen Hymnus auch sein mag, die wissenschaftliche Skepsis gebietet es, auch weltlichere Erklärungen in Betracht zu ziehen. Diese profanen Theorien entzaubern den Diskus vielleicht ein wenig, doch sie zeichnen ein nicht minder faszinierendes Bild von der Komplexität und dem Einfallsreichtum der minoischen Gesellschaft. Eine interessante Hypothese sieht in dem Diskus einen Kalender oder ein astronomisches Recheninstrument. Befürworter dieser Idee weisen auf die exakte Anzahl der Felder auf beiden Seiten hin. 31 auf Seite A und 30 auf Seite B. Zusammen ergibt das 61, was in etwa 2 synodischen Monaten entspricht. Die Symbole könnten für bestimmte Tage, Feste oder landwirtschaftliche Zyklen stehen. Der Diskus wäre demnach ein ausgeklügeltes Werkzeug zur Messung der Zeit, unverzichtbar für eine Agrargesellschaft, deren Überleben von der richtigen Aussaat und Ernte abhing. Eine gänzlich andere, aber ebenso faszinierende Theorie schlägt vor, der Diskus sei ein Spielbrett. Die spiralförmige Anordnung der Felder gleicht dem Weg in vielen antiken Spielen, wie dem ägyptischen Senet oder dem königlichen Spiel von Ur. Die Spieler hätten ihre Figuren entlang der Spirale bewegt, wobei die Symbole in den Feldern bestimmte Ereignisse oder Regeln ausgelöst hätten. Es könnte sich um ein reines Unterhaltungsspiel gehandelt haben oder aber um ein Spiel mit tieferer, ritueller Bedeutung, eine symbolische Reise durch das Leben oder ins Jenseits. Die einzigartige Natur des Objekts spricht jedoch gegen ein weit verbreitetes Spiel. Vielleicht war es ein Prototyp oder ein königliches Exemplar.
Eine dritte profane Theorie konzentriert sich auf die Herstellungstechnik. Die Zeichen wurden nicht geritzt, sondern mit einzelnen Stempeln in den weichen Ton gedrückt. Dies ist im Grunde eine frühe Form des Buchdrucks mit beweglichen Lettern. Eine solch aufwendige Technik legt nahe, dass der Inhalt von großer Bedeutung war und möglicherweise vervielfältigt werden sollte. Dies führt zur Hypothese eines Rechtsdokuments. Der Diskurs könnte ein Vertrag, eine Landurkunde oder ein königlicher Erlass sein. Die Stempel würden die Authentizität und Autorität des Dokuments garantieren. Die Einzigartigkeit des Fundes wäre dann dadurch zu erklären, dass solche Dokumente nach Ablauf ihrer Gültigkeit zerstört wurden. Diese weltlichen Interpretationen, Kalender, Spiel, Gesetzestext, zeigen uns eine andere Seite der Minoa. Nicht nur als Priester und Künstler, sondern auch als Astronomen, Administratoren und Ingenieure, die praktische Lösungen für die Herausforderungen ihres Alltags fanden. In der Stille der Geschichte, wo Sprachen verstummen und Schriften zu reinen Mustern werden, stellt sich eine faszinierende Frage. Was, wenn der Diskurs von Phaistos nicht nur eine unbekannte Schrift, sondern eine absichtlich verschlüsselte Botschaft ist? Die Idee der Kryptographie, der Kunst des geheimen Schreibens, scheint uns modern, ein Produkt von Kriegen und Spionage. Doch die Grundlagen sind so alt wie die Schrift selbst. Schon in Mesopotamien und Ägypten finden wir Beispiele, in denen Schreiber mit Zeichen spielten, um heilige Texte vor den Uneingeweihten zu verbergen oder um ihre eigene Gelehrsamkeit zu demonstrieren. Könnte der Diskurs ein solches Artefakt sein? Ein Text, der eine zweite, verborgene Ebene der Bedeutung trägt? Die Hypothese ist verlockend. Sie würde die Einzigartigkeit der Zeichen und ihre ungewöhnliche Anordnung erklären. Vielleicht war es ein religiöser Text, dessen wahrer Inhalt nur einer Priesterkaste zugänglich sein sollte. Oder die Anweisungen für ein geheimes Ritual, dessen Macht nicht in falsche Hände geraten durfte. Denkbar wäre auch eine diplomatische Nachricht, deren Inhalt so brisant war, dass sie verschleiert werden musste. Die statistische Analyse der Zeichen liefert jedoch widersprüchliche Hinweise. Während einige Forscher Muster sehen, die auf eine einfache Substitutionschiffre hindeuten könnten, argumentieren andere, dass die Zeichenverteilung der einer natürlichen Sprache zu ähnlich ist, um eine komplexe Verschlüsselung zu sein. Eine Chiffre würde eine zugrunde liegende bekannte Sprache voraussetzen, vermutlich minoisch, die dann nach einem bestimmten Schlüssel transformiert wurde. Doch ohne den Schlüssel und ohne die Kenntnis der Basissprache stehen wir vor einer doppelten Wand des Schweigens. Es ist ein intellektuelles Labyrinth. Jedes Zeichen könnte für einen anderen Buchstaben stehen, für eine Silbe oder sogar für ein ganzes Wort, das durch ein Codewort ersetzt wurde. Die Spirale selbst könnte Teil des Schlüssels sein, eine Anweisung, den Text in einer bestimmten Reihenfolge zu lesen. Diese Theorie verwandelt den Diskurs von einem archäologischen Fundstück in ein antikes Enigmagerät aus Ton, ein kryptografisches Meisterwerk, dessen Code seit 3.500 Jahren ungebrochen ist. So verlockend das Mysterium auch ist, die Wissenschaft muss stets die unbequemste aller Fragen stellen. Ist das Objekt echt? Seit seiner Entdeckung im Jahr 1908 durch Luigi Pernier hat der Diskurs von Phaistos auch Skeptiker auf den Plan gerufen. Die Argumente, die sie vorbringen, sind nicht von der Hand zu weisen und verdienen eine ruhige, sachliche Betrachtung. Da ist zunächst die absolute Einzigartigkeit des Fundes.
Trotz über einem Jahrhundert intensiver archäologischer Arbeit auf Kreta wurde nie wieder etwas Vergleichbares gefunden. Keine weiteren Diskoi, keine Fragmente, nicht einmal die Stempel, mit denen die Zeichen eingedrückt wurden. In der Archäologie ist ein Unikat immer ein Grund zur Vorsicht. Des Weiteren gibt es technische Bedenken. Thermolumineszenzdatierungen, die das Alter gebrannten Tons bestimmen können, wurden am Diskos nie durchgeführt. Das Kretische Museum verweigert die Entnahme einer Probe aus verständlicher Sorge, das unersetzliche Artefakt zu beschädigen. So fehlt uns der definitive wissenschaftliche Beweis für sein Alter. Einige Kritiker weisen auch auf die erstaunlich sauberen, fast perfekten Kanten des Diskus hin, die für ein Objekt, das Jahrtausende im Schutt verbracht hat, ungewöhnlich seien. Könnte es also eine meisterhafte Fälschung sein, hergestellt zu Beginn des 20. Jahrhunderts? Vielleicht von einem Gelehrten, der seinem Kollegen Pernier einen Streich spielen wollte, oder von einem Antiquitätenfälscher, der auf schnellen Ruhm und Reichtum aus war. Doch die Gegenargumente sind ebenso stark. Die Herstellung eines solchen Objekts im Jahr 1908 hätte ein enormes Wissen über die minoische Kultur erfordert, das damals noch in den Kinderschuhen steckte. Der Fälscher hätte nicht nur 45 einzigartige, stilistisch kohärente Zeichen erfinden, sondern auch die Stempel dafür herstellen und eine plausible, aber nicht zu einfache Zeichensequenz entwerfen müssen. Zudem wurde der Diskos in einem klar stratifizierten archäologischen Kontext gefunden, zusammen mit einer Linear-A-Tafel, was seine Authentizität stützt. Die Debatte bleibt ein leises Flüstern in den Gängen der Archäologie. Solange keine neuen Beweise auftauchen, bleibt die Fälschungshypothese eine faszinierende, aber unbewiesene Randnotiz in der Geschichte dieses Objekts. Um die wahre Dimension des Rätsels von Phaistos zu ermessen, müssen wir unseren Blick heben und über die Küsten Kretas hinausblicken. Der Diskos ist kein isoliertes Phänomen in der Geschichte der menschlichen Kommunikation. Er ist vielmehr der prominenteste Vertreter einer ganzen Familie von Geisterschriften, Systeme des Denkens und Sprechens, die von der Zeit verschluckt wurden. Betrachten wir zum Beispiel die unmittelbare Nachbarschaft des Diskos. Die Linearschrift A. Ebenfalls auf Kreta von den Minoern verwendet, ist sie die Vorgängerin der entzifferten Linearschrift B. Wir können die Zeichen von Linear A lesen, da sie denen von Linear B ähneln, aber wir verstehen die zugrunde liegende Sprache nicht. Hunderte von Tontafeln, meist Verwaltungsdokumente, geben uns einen Einblick in eine Welt, deren Worte wir formen, aber nicht begreifen können. Reisen wir weiter nach Osten, ins Industal, in das heutige Pakistan und Indien. Dort blühte vor über 4000 Jahren die Harappa-Kultur. Sie hinterließ Tausende von kleinen Siegeln, verziert mit eleganten piktografischen Zeichen. Diese Indus-Schrift ist bis heute ein komplettes Mysterium. Wir wissen nicht, ob sie eine Sprache, ein System von Symbolen oder etwas ganz anderes darstellt. Die Kürze der Inschriften macht jede Entzifferung extrem schwierig. Oder blicken wir auf das Proto-Elamische, eine der ältesten Schriften der Welt, aus dem heutigen Iran, die etwa zur gleichen Zeit wie die frühe Keilschrift entstand. Trotz jüngster Fortschritte bleibt ein Großteil dieser Schrift unlesbar, ein stummer Zeuge einer hochentwickelten Zivilisation. Diese Parallelen sind tröstlich und ernüchternd zugleich. Sie zeigen uns, dass der Diskos von Phaistos kein Ausreißer der Geschichte ist, sondern Teil eines größeren Musters verlorenen Wissens. Jede dieser Schriften ist wie ein verschlossener Raum in der großen Bibliothek der Menschheit. Der Diskos ist nur der kunstvollste
und geheimnisvollste dieser Räume. Er erinnert uns daran, dass die Vergangenheit nicht nur aus dem besteht, was wir wissen, sondern auch aus der unermesslichen Tiefe dessen, was wir vielleicht niemals wissen werden. Wo die etablierte Wissenschaft innehält und das Fehlen von Beweisen eingesteht, entsteht ein Vakuum. Und dieses Vakuum wird unweigerlich gefüllt von der menschlichen Vorstellungskraft, von Mythen und von Spekulationen, die weit über die Grenzen des Beweisbaren hinausgehen. Auch der Diskurs von Phaistos ist zu einer solchen Projektionsfläche für die kühnsten Ideen geworden. Für einige ist er kein Produkt der minoischen Kultur, sondern ein Überbleibsel einer viel älteren, legendären Zivilisation, Atlantis. In dieser Lesart ist der Diskurs ein Fragment des verlorenen Wissens der Atlanter, eine Botschaft, die die Katastrophe überlebt hat, die ihre Insel im Meer versinken ließ. Die minoische Kultur, mit ihrem plötzlichen Aufstieg und ihrer fortschrittlichen Kunst, wird hier als bloße Kolonie oder Erbin von Atlantis gesehen. Der Diskurs wäre demnach der letzte, unverständliche Gruß einer versunkenen Welt. Andere Theorien gehen noch einen Schritt weiter und verlassen den Planeten Erde gänzlich. Sie sehen in den abstrakten Symbolen des Diskurs keine menschliche Schrift, sondern eine Sternenkarte, eine technische Anleitung oder eine Nachricht von außerirdischen Besuchern. Die spiralförmige Anordnung wird als Darstellung einer Galaxie interpretiert, die Zeichen als Abbilder von Sternkonstellationen oder außerirdischen Lebensformen. In dieser Erzählung waren die Minoer entweder selbst außerirdischen Ursprungs oder sie hatten Kontakt mit einer fortschrittlichen Zivilisation aus dem All, die ihnen dieses Artefakt als Geschenk oder Warnung hinterließ. Als Historiker ist es nicht unsere Aufgabe, solche Ideen zu verspotten, sondern zu verstehen, warum sie entstehen. Sie entspringen einer tiefen menschlichen Sehnsucht, die Lücken in unserer Geschichte mit grandiosen Erzählungen zu füllen. Sie bieten einfache, allumfassende Antworten auf komplexe, ungelöste Fragen. Sie verwandeln ein stilles Stück Ton in einen Schlüssel zu den größten Mythen der Menschheit. Doch sie entfernen uns auch von dem Objekt selbst. Sie spiegeln mehr unsere eigenen Träume und Ängste wider, als die Realität der Menschen, die vor 3700 Jahren auf Kreta lebten. Die wahre Magie des Diskurs liegt nicht in Atlantis oder fernen Galaxien, sondern in seiner greifbaren, irdischen und doch so fremden Präsenz. Lassen Sie uns für einen Moment von der Frage, was der Diskurs sagt, zurücktreten und uns darauf konzentrieren, wie er es sagt. Denn in seiner materiellen Form ist der Diskurs nicht nur ein Text, sondern ein technologisches Meisterwerk, ein Fenster in die minoische Konzeption von Information und ihrer Bewahrung. Die Herstellung selbst ist ein Akt von unglaublicher Voraussicht. Anders als eine in Ton geritzte Keilschrifttafel oder ein handgemalter Papyrus, wurde der Diskurs mit einem Satz von 45 Stempeln hergestellt. Jeder Stempel, ein kleines Meisterwerk der Schnitzkunst, wurde in den weichen Ton gedrückt, um ein perfektes, wiederholbares Zeichen zu erzeugen. Dies ist, in seiner Essenz, das Prinzip des Buchdrucks, fast 3000 Jahre vor Gutenberg. Es impliziert ein System, eine Absicht zur Standardisierung und möglicherweise zur Vervielfältigung. Warum sollte man einen so aufwendigen Satz von Werkzeugen für ein einziges Dokument herstellen? Diese Frage hallt durch die Gänge der Archäologie. Die Stempel deuten auf eine Schrift hin, die für mehr als nur diesen einen Diskurs gedacht war. Vielleicht wurden sie auf vergänglicheren Materialien wie Holz oder Stoff verwendet, die Jahrtausende
nicht überdauert haben. Der gebrannte Ton des Diskos könnte ein Unfall der Geschichte sein. Vielleicht war er in dem Feuer, das den Palast von Phaistos zerstörte, gefangen und wurde dadurch für die Ewigkeit konserviert, während seine Geschwister aus Papyrus oder Palmblatt zu Asche zerfielen. Der Diskus lehrt uns, dass die Minoer nicht nur über Sprache und Symbole nachdachten, sondern auch über die Technologie der Informationsspeicherung. Die spiralförmige Anordnung ist eine elegante Lösung für ein Problem des User Interface. Wie präsentiert man eine lange Zeichenkette auf einer begrenzten, kreisförmigen Fläche, ohne dass der Leser den Faden verliert? Die Spirale führt das Auge auf eine natürliche, ununterbrochene Reise vom Rand zum Zentrum. Er ist ein Artefakt, das an der Schnittstelle von Kunst, Sprache und Technologie steht und uns daran erinnert, dass der Drang, Wissen festzuhalten und zu ordnen, so alt ist wie die Zivilisation selbst. Wenn die traditionelle Linguistik an ihre Grenzen stößt, betritt eine andere Disziplin die Bühne, die Mathematik. Der Diskus von Phaistos ist für Kryptographen und Statistiker nicht nur ein Text, sondern ein Datensatz. Eine Sequenz von 241 Symbolen, die auf verborgene Muster untersucht werden kann. Diese Herangehensweise ignoriert zunächst die mögliche Bedeutung der Zeichen und konzentriert sich auf ihre Frequenz, ihre Verteilung und ihre Beziehungen zueinander. Eine der ersten Beobachtungen ist, dass die Zeichen nicht zufällig verteilt sind. Einige Symbole, wie der Federkopf oder der Schild, erscheinen sehr häufig, während andere, wie die Katze oder die Tiara, nur ein einziges Mal vorkommen. Diese ungleiche Verteilung ist typisch für menschliche Sprachen und folgt oft statistischen Gesetzen wie dem Zipf'schen Gesetz. Würden die Symbole alle etwa gleich häufig auftreten, könnte man annehmen, es handele sich um einen Code oder eine zufällige Ansammlung. Die beobachtete Verteilung deutet jedoch stark auf eine echte, natürliche Sprache hin. Weiterführende Analysen untersuchen die sogenannte Entropie der Zeichenfolge. Eine hohe Entropie würde auf eine große Zufälligkeit hindeuten, während eine niedrige Entropie auf eine starke Struktur und Vorhersehbarkeit schließen lässt. Der Diskus von Phaistos hat eine relativ niedrige Entropie, was die Hypothese einer strukturierten Sprache weiter stützt. Es gibt wiederkehrende Zeichengruppen, fast wie Wörter oder Suffixe. Bestimmte Zeichen neigen dazu, am Anfang oder am Ende von durch Linien getrennten Wortgruppen zu stehen, was auf eine grammatikalische Funktion hindeuten könnte. Computergestützte Algorithmen können diese Muster in Sekundenschnelle erkennen und visualisieren, was Forschern vor einem Jahrhundert unmöglich war. Sie können Beziehungen zwischen Zeichen aufdecken, die dem bloßen Auge verborgen bleiben. Doch auch die Mathematik kann uns nicht sagen, was diese Muster bedeuten. Sie kann uns die Struktur des Schlosses zeigen, die Komplexität seiner Mechanik offenbaren. Aber sie gibt uns nicht den Schlüssel. Sie beweist, dass wir es mit etwas Sinnvollem zu tun haben. Aber das Schweigen des Tons bricht sie nicht. Vielleicht ist das größte Rätsel des Diskus von Phaistos nicht die Schrift selbst, sondern seine Einsamkeit. Er ist ein sogenanntes Hapax Legomenon der Archäologie, ein Wort, das in einem Textkorpus nur ein einziges Mal vorkommt. In über einem Jahrhundert intensiver Ausgrabungen auf Kreta und im gesamten Ägäisraum wurde kein zweites Exemplar, kein Fragment,
nicht einmal einer der 45 Stempel gefunden. Dieses ohrenbetäubende Schweigen des archäologischen Befundes ist zutiefst beunruhigend und nährt die Spekulationen. Wäre diese Schrift ein gängiges administratives oder literarisches Werkzeug der Minoer gewesen, müssten wir dann nicht erwarten, weitere Beispiele zu finden? Paläste waren Zentren der Bürokratie. In Knossos wurden Tausende von Linear-B-Tafeln gefunden. Warum also in Phaistos nur dieses eine, singuläre Objekt? Eine Möglichkeit ist, dass der Diskos ein Fremdkörper ist, ein Import aus einer anderen, noch unbekannten Zivilisation. Vielleicht brachte ihn ein Gesandter aus Anatolien oder der Levante nach Kreta, wo er als Kuriosität oder diplomatisches Geschenk aufbewahrt wurde. Dies würde seine Einzigartigkeit erklären, verlagert das Rätsel aber nur an einen anderen, unbekannten Ort. Eine andere Theorie besagt, dass der Diskos ein Prototyp war, ein gescheitertes Experiment. Vielleicht entwickelte ein genialer Schreiber im Palast von Phaistos dieses revolutionäre System gestempelter Schrift, aber es setzte sich nie durch. Möglicherweise war es zu umständlich, die Stempel herzustellen, oder die traditionellen Schriftsysteme waren für die Bedürfnisse der Verwaltung ausreichend. In diesem Szenario wäre der Diskos der einzige Überlebende einer technologischen Sackgasse. Oder, und das ist die vielleicht faszinierendste Möglichkeit, die Schrift wurde auf Materialien verwendet, die vergangen sind? Der Diskos war vielleicht nur die langlebige Meisterkopie oder eine rituelle Version eines Textes, der normalerweise auf Holz, Leder oder Papyrus geschrieben wurde. Das Feuer, das den Palast zerstörte, hätte solche Materialien vernichtet, aber den Ton für uns gehärtet. So bleibt der Diskos ein archäologischer Waisenknabe, allein in seiner Vitrine, dessen Existenz mehr Fragen aufwirft, als sie beantwortet. Wir nähern uns dem Ende unserer Reise und der Diskos von Phaistos liegt vor uns, so still und undurchdringlich wie am Tag seiner Entdeckung. Wir haben seine Geschichte verfolgt, seine Symbole analysiert, die Theorien der Gelehrten und die Fantasien der Enthusiasten abgewogen. Und doch bleibt die Wahrheit im Dunkeln, eingeschlossen im gebrannten Ton. Was ist also das Vermächtnis dieses Objekts? Ist es nur eine historische Frustration, ein ungelöstes Kreuzworträtsel der Antike? Ich denke, es ist weit mehr als das. Das Vermächtnis des Diskos liegt nicht in der Botschaft, die wir nicht lesen können, sondern in den Fragen, die er uns stellt. Er ist ein Monument für die Grenzen unseres Wissens. In einer Zeit, in der wir das Genom entschlüsseln und die Tiefen des Kosmos erforschen, erinnert uns dieses kleine Stück Ton daran, dass die Vergangenheit ein fremdes Land ist, dessen Sprache wir vielleicht nie vollständig verstehen werden. Er zwingt uns zur Demut. Er ist ein Symbol für das Verlorene. Er repräsentiert nicht nur eine unentzifferte Schrift, sondern unzählige andere Geschichten, Lieder, Gebete und Gesetze aus Tausenden von Kulturen, die spurlos verschwunden sind. Er ist ein Grabstein für das Vergessen selbst. Aber er ist auch ein Leuchtfeuer der Faszination. Der Diskos von Phaistos hat Generationen von Forschern inspiriert und beflügelt die Fantasie von Millionen. Er zeigt, dass die Welt immer noch voller echter, ungelöster Mysterien ist, die nicht auf außerirdische Besucher oder versunkene Kontinente zurückgeführt werden müssen. Das größte Mysterium ist oft die Komplexität und der Einfallsreichtum der menschlichen Kulturen, die uns vorausgingen. Vielleicht wird sein Code eines Tages geknackt. Vielleicht findet ein Archäologe morgen den Stein von Rosetta der minoischen Kultur.
Doch selbst wenn der Diskus für immer schweigen sollte, hat er seine Aufgabe erfüllt. Er hat uns gelehrt zu fragen, zu zweifeln und zu staunen. Und in diesem Staunen über eine ferne, brillante Welt liegt eine Weisheit, die tiefer geht als jede übersetzte Inschrift.